Der artisanale Kleinbergbau in der Demokratischen Republik Kongo kämpft, trotz seiner sozioökonomischen Relevanz, mit strukturellen Risiken. Er beschäftigt mehrere hunderttausend Menschen und sichert indirekt den Lebensunterhalt von Millionen. Doch er operiert weitgehend informell, ohne institutionelle Absicherung. Die Folgen sind gravierend. Defizite bei Arbeitssicherheit und Umweltstandards sowie erhebliche Probleme durch Kinderarbeit und Konfliktfinanzierung. Dies führt zu großen Unsicherheiten in globalen Rohstofflieferketten, insbesondere bei europäischen Unternehmen. Vor diesem Hintergrund begann 2009 die Zusammenarbeit der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe mit dem kongolesischen Bergbauministerium im Rahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Ein entscheidender Meilenstein wurde 2011 erreicht: die Einführung des Certified Trading Chains Systems, kurz CTC. Damit wurden erstmals international anerkannte Standards für verantwortungsvolle Lieferketten in nationales kongolesisches Recht integriert, zunächst für Gold und die sogenannten 3T-Minerale Zinn, Tantal und Wolfram, später erweitert auf Kupfer und Kobalt. Das CTC-System ist heute eng an die OECD-Sorgfaltspflichten gekoppelt und bildet die Grundlage für eine systematische Risikominimierung, direkt am Anfang der Wertschöpfungsketten. Das aktuelle Projekt konsolidiert und vertieft diesen Ansatz der Risikominimierung. Zentrale Instrumente sind geowissenschaftliche Analysen, systematische Datenerhebung, internationale Vernetzung und gezielter Know-how-Transfer mit Behörden und Universitäten. Ziel ist die Formalisierung und Regulierung des Kleinbergbaus, insbesondere durch die Ausweisung von Abbaugebieten, den sogenannten ZEA-Arealen, im kongolesischen Kupfergürtel. Diese Zonen sollen den legalen Abbau von Kupfer und Kobalt ermöglichen. Damit wird europäischen und internationalen Unternehmen erlaubt, Rohstoffe verantwortungsvoll aus der Demokratischen Republik Kongo zu beziehen, anstatt sie als Lieferkettenrisiko zu vermeiden. Für die Rohstoffpolitik europäischer Staaten und Unternehmen bedeutet dies eine deutliche Erhöhung der Resilienz in strategisch kritischen Lieferketten. Das Abbaugebiet ZEA 371 bei Kolwezi illustriert diesen Prozess exemplarisch. Beginnend mit geologischer Kartierung und geochemischen Probenahmen wird das Gebiet systematisch untersucht. Darauf folgt eine Erkundung des Untergrunds durch Bohrungen bis in eine Tiefe von rund 40 Metern, den typischen Arbeitsbereichen der Kleinbergleute. Sämtliche Arbeitsschritte werden in einem Handbuch dokumentiert. Auf diese Weise können Methoden, Daten und Erfahrungen auf andere Regionen übertragen werden. Parallel werden Umwelt- und Sozialverträglichkeitsanalysen umgesetzt, um die ökologischen und gesellschaftlichen Implikationen des Bergbaus nicht außer Acht zu lassen. Das Projekt vereint internationale Standards, geowissenschaftliche Expertise und institutionellen Kapazitätsaufbau. Damit wird ein entscheidender Beitrag zur Formalisierung des Kleinbergbaus in der Demokratischen Republik Kongo geleistet. Mit dem Ziel, transparente, überprüfbare und international kompatible Rohstofflieferketten zu etablieren. Für die Wissenschaft bedeutet dies zugleich eine valide empirische Datenbasis, die neue Möglichkeiten für Forschung und Politikberatung eröffnet, im Spannungsfeld von Rohstoffsicherheit, Nachhaltigkeit und Entwicklungszusammenarbeit.